Ziel der Begierde. Das Laginhorn, da links das Fletschhorn. Hier rechts in den Wolken, das sieht man noch nicht, ist der Weißmies. Ja, mal gucken, was das Schild sagt, wie lange wir noch vor uns haben zur Weißmieshütte. Wir machen heute ganz entspannt. Stunde 55, ja. Sind wir ungefähr 16 Uhr da. Hier ist eine gute Kante zum Festhalten. Die hier. Okay. Ob das hier so richtig ist. Ob das hier so richtig ist. Ja, ist egal, solange es Spaß macht. Da ist der Steinhaufen. Ein bisschen klettern müssen wir ja. Muss schon sein. Ich finde bis jetzt die Tour echt richtig geil. Ja, anstrengend, aber geil. Echt viel Spaß. So, da haben wir das Alpenglühen. Das fängt an. Wir sind noch so ungefähr 300 Meter vom Gipfel entfernt. Also noch ungefähr eine Stunde. Dann sind wir da. Ist jetzt hier gerade so das obere Geröllfeld. Ja. Einfach stetig hoch. Schön in Ruhe. Und dann passt das. Ja, Jonas, ich glaube, hier oben ist keine Spur. Ich glaube, wir müssen Steigeisen anziehen hier oben. Die letzten Meter. Boah, Jonas, es ist ein Traum. Jonas? Auch gemeint hat, alle Zinken dann rausgemacht, gerade im Eis. Ja. Aber dann hält es wirklich bombenfest. So. Na, das glaube ich nicht mal. Wir waren um 7:30 oben. Ja, okay. Also das wäre... Der Aufstieg hat halt echt lange gedauert, weil wir den Weg noch finden mussten. Das Klettern war auch nicht immer so einfach. Ja, das stimmt. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, Nö, hat ja Spaß gemacht. einen tollen Sonnenaufgang und ich meine oben, als wir dann da waren, gerade auf dieser Schneise noch, Ja. war ja auch richtig schön goldenes Licht noch. Also es ist perfekt, wirklich. Wir können ja probieren,
ob wir es bei der Weißmies-Überschreitung schaffen, zum Sonnenaufgang oben zu sein. Da haben wir es ja mal gesagt, weißt du? Ich glaube, das wäre schon cool. Wenn wir dann nochmal das Am letzten Tag, da können wir auch um 2 Uhr aufstehen, ist auch scheißegal. Okay, läuft. Also, dann das Fazit zu der Tour aufs Laginhorn. Zum Thema Anfahrt und Parken. Wir haben im Tal in Saas-Grund geparkt. Aus dem einfachen Grund, weil wir die Tour zum Nadelhorn und zum Weißmies auch im selben Zug gemacht haben. Was ich vielleicht als Tipp da geben kann, informiert euch unbedingt bei den Campingplätzen, ob es eventuell Möglichkeiten gibt, Gondeln oder Lifte gratis zu benutzen. Wir hatten es zum Beispiel bei unserem Campingplatz echt für Schweizer Verhältnisse sehr günstig. Wir konnten den Lift bis hoch bis hoch auf den Gletscher vom Weißmies nutzen. So, mal gucken, wie die Station heißt. Ich glaube Hosaas. Genau, bis zum Triftgletscher im Prinzip. Und ja, das war halt gratis. Also, falls ihr euch die Tour verkürzen wollt, zum Beispiel aufs Laginhorn oder aufs Weißmies oder andere Berge da in der Region, informiert euch da auf jeden Fall, weil manchmal übersieht man Sachen, weil man vielleicht nicht genau genug guckt. Ja, dann zum Thema Hüttenzustieg. Also wir sind über die Weißmieshütte aufgestiegen. Das ist auch eine richtig, richtig schöne Wanderung. Und ja, ich glaube, ich schau mal schnell nach. Wir haben am Laginhorn beim ersten Tag 3 Stunden insgesamt gebraucht zur Weißmieshütte. Das waren bergauf so 1200 Höhenmeter ungefähr, 1110. Und genau, die Tour ist an sich sehr schön. Man hat trotzdem Auswirkungen gesehen vom ganzen, von Unwettern etc. Der Weg war relativ ausgespült. Und ja, dann bei der Weißmieshütte haben wir dann entsprechend, kann man gut Pause machen. Man hat einen wunderschönen Ausblick auf die Mischabelgruppe. Ist also auch als Wanderziel extrem empfehlenswert. Der Gipfel, wir sind relativ früh morgens gestartet. Es war, glaube ich, so um die 3 Uhr, als wir aufgestanden sind. Wir hatten kein Seil mit, also die Tour kann man tatsächlich auch ohne Sicherung machen. Sind dann einfach ganz normal über den Normalweg, das ist der Westgrat vom Laginhorn, sind wir hoch. Die Wegfindung ist an sich auch ziemlich simpel, also da gibt es auch ausgeschilderte Wege, die da zu dem Grat hinführen. Für den Gipfel selber braucht man trotzdem Steigeisen, weil man halt nie sicher sein kann, ob da nicht Stellen vereist sind oder ob noch Schnee liegt. Und die Tour an sich war auch relativ anstrengend. Aber wenn man auf der Weißmieshütte sich eine gute Pause gönnt und gut akklimatisiert ist, ist das auch kein großes Thema. Die Schwierigkeit von der Kletterei war auch einfach, also maximal leichter Dreierbereich. Man musste ein bisschen aufpassen mit Steinschlag. Ich habe auch tatsächlich einen Felsen aus Versehen halt losgetreten. Der war auch nicht gerade klein, ich glaube sowieso 2 Fäuste ungefähr so groß. Da auf jeden Fall aufpassen, dass ihr auch auf jeden Fall einen Helm tragt, selbst wenn die Tour jetzt als relativ einfach dargestellt ist. Es ist halt alpines Gelände, es gibt Steinschlag, Absturzgefahr. Genau, wir haben für die Tour selber bis Aufstieg und Abstieg insgesamt 12 Stunden gebraucht. Ich glaube, der Aufstieg hat um die 4 bis 5 Stunden gedauert und der Abstieg dann halt entsprechend so 7 Stunden ungefähr. Der Abstieg, den haben wir ganz normal auch über den Grat gemacht, sind dann allerdings etwas weiter unten auf den Laginhorn-Gletscher ausgewichen.
einfach um so ein bisschen Abwechslung zu haben. Und das ist auch, also da gibt es eigentlich keine Gletscherspalten. Und es war halt irgendwie ziemlich entspannt zum Laufen, weil der Schnee recht weich war. Ja, und das war es eigentlich dann auch von der Tour. Es ist ein super Einsteigergipfel und ich kann es absolut empfehlen. Man braucht da relativ wenig Hochtourenausrüstung, also gerade für Einsteiger, die sich jetzt vielleicht keinen Bergführer leisten können, ist das eigentlich eine wirklich gute Tour. Ist auch recht ungefährlich. Ja, also wenn euch das gefallen hat, das ganze Video, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen hattet mit dem Berg oder ob ihr vielleicht auch noch andere Tipps habt, die den Berg betreffen. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch die Videos an sich gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.